bleiben vor jeder. Natürlich können wir feiern, wir Deutsche. Ich kann nicht mehr. Punkt Nummer... Vorurteil stimmt. Haken dran. Nee, so sind wir nicht. Aber im Prinzip, wir sind komplett freundlich mit Deutscher. Wir sind die Liebste auf der Welt. Denke ich nicht. Echt jetzt? Nee, glaube ich nicht. Es un paraguayo más. Okay. Ich glaube, die Zeiten sind leider vorbei. Falls ich irgendwas vergessen habe, schreibt es in die Kommentare rein, ja. Liebe Deutsche, gebt euren Senf dazu, ja, dass die Paraguayer auch andere Meinungen bekommen. Wenn ich was vergesse mit Vorurteile, liebe Paraguayer, schreibt es in die Kommentare rein. Ihr müsst entschuldigen, ich bin im Kinshow oder im Cocktailbar. Es wird gebaut. Buen dia und herzlich willkommen zu unserem Video 119. Heute geht es um die Vorurteile der Paraguayer gegenüber uns Deutsche. Und es sind insgesamt 30 Stück. Kurz für die neuen Zuschauer, wir sind vor 3 Jahren hier ausgewandert in unser Traumland Paraguay. Bauen uns hier ein Resort auf 3 Hektar und die ganze Story findet ihr auf unserem Kanal. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Ja, passend zum Wochenende, 14.06. Deutschland gegen Schottland, habe ich natürlich das Trikot angezogen und ja, komm, wir fangen an mit den Vorurteilen von der Paraguayer gegenüber uns Deutsche. Punkt Nummer 1, die Deutschen sind humorlos und streng. Ricardo? Hola. Antes de conocer alemanes, yo pensaba ellos no tienen sentido del humor. ¿Y ahora? Pero ahora conozco muchos alemanes, acá el amigo, y son más que paraguayos, son como hermanos para mí. Es un paraguayo más. Okay, so wie der Ricardo gesagt hat, er hat halt wirklich gedacht, früher, ja, bevor halt uns Deutsche nicht gekannt hat, dass wir halt humorlos sind. Trifft nicht auf jeden Deutsche zu, meine Meinung, ja, der unseren Kanal verfolgt, der weiß, dass man schon ein bisschen Spaß verstehe, un poquito, michimi. Streng sind wir doch, muss man sagen, auch zu uns selber. Und ja, machen wir weiter mit Punkt 2. Punkt Nummer 2, wir trinken viel Bier und essen nur Wurst. Nein, wir trinken auch Whisky und Wein. Nein, Spaß. Ja, natürlich, Deutschland ist ein Land der Biertrinker und aber ich finde auch Paraguay ist ein Land der Biertrinker. Es wird doch sehr viel Bier getrunken. Und sie haben immer gesagt zu mir am Anfang, ja, wir Deutsche haben, unser Blut besteht aus, oder ja, unsere Flüssigkeit besteht aus Blut. Nee, unser Körper besteht nicht aus Blut, so rum. Da ist Bier drin. Gut, nur Wurst essen. Da haben wir doch einiges gemeinsam, ne, die Paraguayer und die Deutschen. Also das ist ja auch hier so der Fall. Ja, Deutschland ist ein Land der Fleischesser, aktuell noch. Und es schmeckt halt einfach gut. Ja, weiter. Punkt Nummer 3. Die Deutschen sind unfreundlich und distanziert gegenüber Fremden. Nee, denke ich nicht, weil, also ich weiß noch, wo wir die WM gehabt haben, 2006 in Deutschland, ja, wir sind nicht unfreundlich gegenüber Fremden oder distanziert. Ich denke einfach, mit Deutschen sind ein bisschen vorsichtiger geworden. Hat auch, man muss mal dazu sagen, seit 2015 auch, ja, ein bisschen so in der Köpfe von den Menschen, wo dann die ganzen Migranten reingekommen sind nach Deutschland. Aber im Prinzip, ja, also das Prinzip, wir sind überhaupt nicht unfreundlich. Denke ich nicht. Echt jetzt? Nee, glaube ich nicht. Nein, müssen wir einen Deutschlandbesuch machen, also in Deutschland Urlaub machen. Ich denke, wir sind schon freundlich, wir Deutsche. Und ja, offen gegenüber Fremden. Natürlich gibt es auch hier viele, ja, die sich hier distanzieren. Das habe ich ja in der Video schon gesagt. Die wandern aus, egal welches Land. Und bleibe dann unter Deutsche, ja, suche keinen Kontakt zu der Einheimischen. Ich finde es eigentlich schade, weil ich wiederhole mich, das sind die Deutschen, die dann in Deutschland gesagt haben früher, ja, aber die Ausländer müssen sich integrieren und jetzt sind sie selber im Ausland, integrieren sich nicht, meine Meinung. Aber im Prinzip, wir sind komplett freundlich mit Deutschen. Wir sind die Liebste auf der Welt. Punkt Nummer 4, sie sind sehr ordnungsliebend und pedantisch. Ja, also ich gehe jetzt mal von mir aus und ich kenne auch viele Deutsche, ja, als Deutsche, aber ja, das stimmt voll zu 100%, trifft es auf uns zu. Punkt Nummer 5, Deutsche haben keine Flexibilität und sind zu starr in ihrer Denkweise.
Ja, ich denke schon, ja. Also die Flexibilität, glaube ich, jetzt weniger, trifft bei einigen zu, ja, aber starr in ihrer Denkweise, ich glaube, das kommt schon gut hin. Punkt Nummer 6, die Deutschen sind pünktlich, ja, sind immer pünktlich und ein bisschen unflexibel, wenn es um Planänderungen geht. Ja, haben wir schon in der Vergangenheit schon gesagt, ja, wir legen halt Wert auf Pünktlichkeit. Ich sammle Großteil der Deutschen, dafür sind wir auch bekannt, pünktlich, diszipliniert. Ja, und es ist so und es ist halt in Paraguay so ein bisschen schwierig. Ja. Ich komme, habe einen Termin um 3, um 5 ist er immer noch nicht da, ja, er kommt dann morgen. Ja, das ist halt bei uns Deutschen, ne? Wenn wir halt sagen 14 Uhr, dann 14 Uhr. Und nicht um 17 Uhr. Geht nicht. Punkt Nummer 7. Die Deutschen sind übermäßig bürokratisch und regelversessen. 2 Punkte. Also, wir sind zu sehr bürokratisch. Ich denke nicht wir, das Volk, sind bürokratisch, sondern eher der Staat Deutschland ist zu bürokratisch. Und regelversessen, also ich bin ja deswegen ausgewandert hier nach Paraguay, weil mir der Staat weniger vorschreibt, weil ich die Freiheit liebe. Aber ich denke schon, der Großteil der Deutschen braucht so die Regeln, ja, in seinem Leben, damit er überhaupt mit dem Leben klarkommt. Also jetzt nicht falsch verstehe, das ist auch nicht böse gemeint, aber ich denke schon, also die Bürokratie kommt vom Staat, also von der Regierung her. Und momentan ist es so aufgebläht, zu viel Bürokratie in Deutschland, aber doch, die Deutschen brauchen die Regeln. Ja? Also muss ich sagen, das stimmt. Punkt Nummer 8. Sie haben Schwierigkeiten damit, andere Kulturen zu akzeptieren und anzuerkennen. Ich denke, das Vorteil ja, beruht einfach auf die Geschichte auch von Paraguay, ja, wo dann die ganzen Mennoniten dann rübergekommen sind. Die sind ja oben im Chaco und haben wirklich was Tolles erschaffen hier oben im Chaco. Und das ist halt so, die haben eine eigene Polizei, ja, die eigene Kultur. Ich denke, daher kommt das Vorurteil und ich denke, das ist auch gar nicht böse gemeint. Wenn ich jetzt von mir ausgehe darf, ja, nee, gar nicht. Also ich liebe andere Kulturen, das macht auch der Unterschied oder das Reise in Deutschland früher aus. Ja, wenn ich in Kroatien war, Spanien, Griechenland, jedes Land hat eine andere Kultur, jedes Land hat ein anderes Essen. Ich liebe es, die Vielfalt, ich mag das, ich mag nicht so der Einheitsbrei und ich denk, wir Deutsche sind da tatsächlich offen. Ja. Also gerade wenn wir Feste haben, ja, Münchner Oktoberfest etc., ja, das sind euch jeder herzlich willkommen, ob das Asiaten sind, Südamerikaner, ja. Also ich denke, nö. Ich denke, da muss ich jetzt mal dagegen schlagen und sagen, nee, so sind wir nicht. Ja, ich denke einfach, mit der Kultur anzuerkennen und zu akzeptieren. Deutschland macht hier gerade die Erfahrung, dass halt viele Immigranten oder Flüchtlinge nach Deutschland kommen, die leider unsere Kultur in Deutschland ja, nicht akzeptieren und sich nicht anpassen. Aber ich denke, also wie gesagt, ich habe schon gesagt, also ich liebe andere Kulturen, ich mag das, neue Kulturen kennenzulernen und ich denke, so tickt auch die Mehrheit in Deutschland. Punkt Nummer 9. Die Deutschen sind geizig und sparsam. Ich denke, auch hier, die Deutschen sind sehr vorsichtig, ja, wenn sie im Ausland sind mit dem Kapital. Man hört halt ganz, ganz viel Negatives, ja. Sie haben einfach Angst, dass sie nicht abgezogen, oder sie wollen halt nicht abgezogen werden. Ja, es gibt ja den Spruch, hüte dich vor Sturm und Wind und vor Deutschen, die im Ausland sind, ja, oder auch vor anderen. Das mag jetzt auch in anderen Ländern sein, Spanien, egal wo auf der Welt. Dass sie da einfach ein bisschen vorsichtig sind, was dann halt so geizig und sparsam rüberkommt. Aber wir Deutsche, wir denken halt langfristig. Und ich denke, das ist der Unterschied. Ja? Wir denken ein bisschen längerfristiger. Und das ist so der Unterschied zwischen Paraguayer oder allgemein Lateinamerikaner. Die Erfahrung habe ich auch in Kuba gemacht. Die leben an den Tag rein, ja, so maximal eine Woche oder so. Bitte korrigiert mich in den Kommentaren. Und wir Deutsche denken halt wirklich schon ans Rentenalter. Und also wir reden hier von einem Horizont von 30, 40, 50 Jahren. Ich denke, das ist schon ein großer Unterschied. Punkt Nummer 10. Sie, die Deutschen, tragen gerne Lederhosen und Dirndl und feiern nur Oktoberfest. Ja, wir feiern gerne Oktoberfest, also gerade im süddeutschen Raum, wo wir herkommen. Ja, wir gehen auch hier in Paraguay auf die Oktoberfeste, also da haben wir ja schon Videos gemacht, die verlinke ich euch gerade mal. Nein, wir tragen nicht immer Lederhose und Dirndl und wir feiern nicht nur Oktoberfest. Also das ist ein ganz klares Vorurteil, sorry. Punkt Nummer 10. Die Deutschen sind fleißig.
Jupp. Ja, sind wir. Wir sind fleißig, aber ganz ehrlich, ihr Paraguay, ihr seid genauso fleißig wie wir Deutsche. Hut ab vor dem, was ihr leistet hier in Paraguay bei diesen Temperaturen, ja, und klimatische Verhältnisse. Das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer wie die Deutsche in Deutschland. Aber wie gesagt, ja, wir sind fleißig, Vorurteil stimmt. Haken dran. Ricardo, ¿Sí? los alemanes no pueden celebrar. ¿Por qué? Ustedes piensan, No, sí. Antes sí. Pero ¿por qué? antes no conozco alemanes. Okay, also, Ahora sí. okay. ¿Y celebrar? ¿Fuerte? Obviamente, fuerte, bueno, tranquilo, sin problema. Okay, Sí. also, auch das hat er gedacht, ja, früher hat uns Deutsche so nicht gekannt, er hat den Draht erkannt, er hat wirklich so gedacht, dass wir Deutsche nicht feiern können. Nee, können wir feiern, natürlich können wir feiern, wir Deutsche. Pero no tenemos ritmo, ¿verdad? Para cantar. ¿Sabes? Antes, por ejemplo, yo no conocía alemanes. Ahora que conozco alemanes, me gusta más celebrar con alemanes que con paraguayos. ¿Por qué? Porque más sentido del humor, más alemán para mí parece más feliz. Más feliz. Sí, Okay. para festejar, para celebrar, para un asado, para todo. Okay. Y es siempre, por ejemplo, otro extranjero, no compartir con gente menos que ellos. Ajá. Si otro extranjero es así, gente siempre tiene que ser así. Ja, No entiendo. como un poquito más. Ja, okay. Also, ganz wichtiger Punkt. Ricardo hat uns dann gekannt und deswegen gibt es den Vorteil, ja, dass wir Deutsche auch keinen Rhythmus haben, liebe Paraguayer. Es gibt tatsächlich Deutsche, die haben Rhythmus im Blut. Er feiert gern mehr momentan mit Deutschen. Das Problem, und das ist ein wichtiger Punkt, was er gerade gesagt hat, viele, die Geld haben hier, die bleiben unter sich, ja, also die bleiben halt in diesen Schichten. Wir hier, sage ich mal, Encarnación, darum Encarnación, ja, wir machen jetzt keine Differenz, er ist da jetzt reich, ist der arm, wir hocken uns an die Bodega, trinken mit allen. Und wir können feiern. Wir können richtig gut feiern sogar. Gibt es auch schon Videos hier auf dem Kanal, wo wir feiern. Gut, machen wir weiter. Punkt Nummer 13. Die Deutschen sind groß, blond und blauäugig. Groß, 1,80 Meter. Blauäugig, nein. Braune Haare, grau. Grau, ja. War so witzig, ich habe letztens meine Nachbarin gefragt, wegen der Haarfarbe, ne? Welche ich habe. Dann hat die eine gesagt, ich habe grau und die andere hat gesagt, ich habe weiß. Dabei wollte ich eigentlich das braune haben, aber egal. Punkt Nummer 14. Die Deutschen lassen sich die Haare unter den Achseln wachsen. Ich weiß nicht, also wie gesagt, ich habe mit verschiedenen Paraguayer gesprochen gehabt, die haben mir das notiert. Liegt vielleicht an der Playa, ja, wo man haben die verschiedenen, wo dann die deutschen Touristen oder die deutschen Einwanderer da sind. Man sieht aber die Haare unter der Achsel. Ich kann es nicht bestätigen, ich habe keine. Ja, jeder so wie er will. Für mich ist nichts. Ich rasiere mich und von meiner Familie kenne ich jetzt aber niemand. Punkt Nummer 15. Die Deutschen tragen in Sandale Socken. Ja, also nicht alle, aber viele. Am besten noch ein Hawaii-Hemd auch, ja, dann der Fotoapparat um den Hals mit so einem Gürtel, ja, und ein Hütle auf, Fischerhütle, Sonnenbrille und ein Bierranzer. Das ist typisch deutsches Bild im Ausland. Ich kann dagegen nicht ankämpfen, aber es gibt doch einige, gerade Mallorca-Urlaube, also in Spanien sind dann doch sehr viele. Punkt Nummer 16. Die Deutschen lieben ihr Auto. Ja. Punkt, Ausrufezeichen. Ja. Punkt Nummer 17. Die Deutschen finden nicht so schnell Freunde. Finde ich jetzt auch nicht. Also wie gesagt, ich denke, das hat von der Historie hier in Paraguay, dass sich die Deutschen halt eher verschließen, in eigene Barrios gehen. Also so Barrio Cerrado oder eigene Kolonie. Ich denke, daher kommt es, aber nee. Also ihr seht es ja bei unserem Kanal, wir sind alle offen, wir gehen raus, ja, versuchen uns zu integrieren hier in Paraguay und aber auch nochmal, nicht
derjenige, mit dem man dann einmal zusammen ist dann gleich ein Freund. Also man unterscheidet, also bei uns jetzt oder bei mir jetzt, Freund, bis man mal den Status Freund hat, da dauert schon ein bisschen lang. Aber wenn ihr Freunde seid von Deutschland, dann habt ihr gute Freunde. Punkt Nummer 18, die Deutschen sind Dichter und Denker. Denker ja, Dichter, das war's mal. Entschuldigung. Ja, teils. Punkt Nummer 19, die Deutschen organisieren sich im Verein. Ja, viele. Also auch hier würde mich gern wieder im Verein organisieren, wenn wir den ganzen Stress hier rum haben. Leider aufgrund unserer Demografie in Deutschland, ja, aufgrund der Kinder, die hocken viel mehr vorm PC, vorm Handy, geht es leider zurück und immer mehr Vereine haben Probleme, also mit dem Nachwuchs. Aber in der Regel ja, wir sind gern in Vereine organisiert. Punkt Nummer 20, die Deutschen sind ein Volk der Sparer. Ja, da haben wir es vorhin schon mal gehabt. Ich gehe da im nächsten Video mal drauf zu, weil das stimmt nicht so wirklich, weil das Vermögen von der Deutschen ist eins der niedrigsten in ganz Europa. Weil man da ehrlicherweise sagen muss, dass das Vermögen auch das Immobilienbesitz, also das tatsächliche Vermögen an sich, ist sehr niedrig in Deutschland gegenüber anderen Ländern in Europa. Wir sparen dahingehend für Altersvorsorge etc. oder für Urlaube, aber die großen Sparer, die Zeiten sind auch rum, liebe Paraguayer in Deutschland. Also aufgrund der gestiegenen Energiekosten der Politik, die in Deutschland gemacht wird, dazu mehr in den folgenden Videos, sind die Zeiten vorbei, ja, wo sich manche Menschen irgendwas ansparen können, leider. Punkt Nummer 21, die Sicherheit ist für die Deutschen sehr wichtig. Jo, das stimmt, für die Mehrheit der Deutschen ist die Sicherheit sehr wichtig, wobei auch hier muss ich sagen, was ist sicher, ja, in Deutschland oder allgemein im Leben, es ist nicht sicher. Aber manche brauchen doch den Staat, ja, den Sozialstaat im Hintergrund, dass wenn irgendwas schief geht, ja, wenn ich zum Beispiel arbeitslos werde, dann bekomme ich in Deutschland Geld, Unterstützung vom Staat, was ich ja hier in Paraguay nicht habe. Das brauchen ganz, ganz viele Menschen. Ja, Thema Sicherheit ist sehr groß in Deutschland. Also diese Sicherheit, die soziale Sicherheit, aber auch die Sicherheit, Kriminalität etc. Ist aktuell ein ganz, ganz großes Thema. Auch hier bald mehr dazu in den nächsten Videos. Punkt Nummer 22. In Deutschland ist das Wetter schlecht. Ja, das war ein Grund für uns auszuwandern hier nach Paraguay. Ganz wenig Sonne, viel Regen. Ja, so triste alles. Ich habe es auch letztens gehabt, der Wintermonate, wenn dann alles zu bewölkt ist, ja, permanent Regen. Das ist so depressiv und ja, stimmt. Wetter ist schlecht. Punkt Nummer 23. Die Deutschen stehen früh auf. Ja, möglich. Weiß ich nicht. Ich stehe früh auf, immer so um 3:30, 4, 5. Aber ich muss ja auch arbeiten in Deutschland. Deswegen, sonst will ich auch länger schlafen. Weiß ich nicht. Lass ich mal jetzt so verstehen. Punkt Nummer 24. Die Deutschen feiern Weihnachten im Schnee. Ja, ich hatte einige Weihnachten im Schnee, aber ich denke mal, die meisten Deutschen, 90%, feiern nicht im Schnee. Wenn, dann da, wo die Alpen sind. Aber ich sag mal, ja, leider nicht. Punkt Nummer 25. Die Deutschen bleiben vor jeder roten Ampel stehen. Ich muss euch eine Anekdote erzählen. Ja, also man muss es sagen, das sind die paraguayischen Vorurteile. Ja, wir bleiben stehen bei der roten Ampel. Ja. Und ein Freund von mir, den kennt ihr ja, der Olli, der war hier in der Fahrschule, hat hier seinen Führerschein gemacht, ja. Blieb dann bei einem Stoppschild stehen und der Fahrschullehrer hat dann geklatscht, wie wunderbar, er bleibt stehen beim Stoppschild. Die meisten machen es halt nicht hier in Paraguay. Oder halt flitze über Rot dann über die Ampel. Nee, machen wir nicht. Also wir sind da sehr diszipliniert. Punkt Nummer 26, die Deutschen wissen alles besser. Gibt es einen Spruch, ja? An dem deutschen Wesen soll die Welt genesen. Kommt leider so rüber, ja. Ich denke auch, zum Großteil stimmt das wirklich. Schade, ja. Punkt Nummer 27. Die Deutschen reisen am liebsten nach Spanien. Spanien ist ein riesiges Lieblingsreiseziel der Deutschen, definitiv. Aber es gibt auch andere Länder,
Ja, Griechenland, wie schon erwähnt, Kroatien, Frankreich. Aber ich denke schon, Spanien müsste, glaube ich, auf Platz 1 sein. Punkt Nummer 28, die Natur ist den Deutschen sehr wichtig. Ja, denke ich schon. Also mir ist sie wichtig, persönlich auch. Deswegen soll man auch kämpfen, dass die Wälder in Deutschland nicht gerodet werden dann für irgendwelche Windkrafträder. Nee, aber im Allgemeinen, wir passen schon auf. Also wir schmeißen jetzt nicht den Müll irgendwo hin. Ja, ist uns schon sehr wichtig. Kommen wir schon zu Punkt Nummer 29. In Deutschland ist es sauber. Ja, im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland sehr sauber, aber es geht auch noch sauberer. Zum Beispiel in Dubai, ja, oder in anderen Ländern. Aber Deutschland im Vergleich zu Paraguay ist Deutschland schon sauberer, also ist aufgeräumter, es liegt nicht so viel Müll rum. Aber ich denke, Paraguay kommt da richtig gut in den nächsten Jahren und man sieht auch hier Umdenken. Letzter Punkt, Punkt Nummer 30. In Deutschland funktioniert alles. Nee, es funktioniert nicht alles, ja, und auch hier nächste Videos. Nee, es funktioniert leider nicht da wirklich alles. Also, gerade wenn man Thema Internet anspreche, ja, oder Politik, ein paar Beispiele: Internet, Glasfaser, ja, in ganz, ganz vielen Teilen in Deutschland noch ein Fremdwort. Die Politik funktioniert nicht so in Deutschland, ja, siehe Europawahl. Es stimmt einiges nicht, aber auch da mehr zu in den nächsten Videos. Es funktioniert wirklich nicht alles in Deutschland. Ich glaube, die Zeiten sind leider vorbei. Ja, das war's mit unserem Video. Falls ich irgendwas vergessen habe, schreibt es in die Kommentare rein. Ja, liebe Deutsche, gebt euren Senf dazu, ja, dass die Paraguayer auch andere Meinungen bekommen. Wenn ich was vergesse habe mit Vorurteile, liebe Paraguayer, schreibt es in die Kommentare rein. Ihr müsst entschuldigen, ich bin im Kinshow oder im Cocktailbar. Es wird gebaut, die Feinheiten werden gebaut. Wir installieren momentan, ihr seht hier, das LED-Licht, ja. Es wird alles jetzt fertiggestellt. Wir haben am Freitag Fußball. Das ist gar nicht mehr da. Wir haben am Freitag Fußballschau. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.